Hallo und schön, dass du dabei bist. Kanchanaburi hat uns so beeindruckt, dass wir dir in diesem Video unsere ganz persönlichen Top 7 Highlights vorstellen. Los geht es direkt mit Platz 7, dem Death Railway Museum. Es ist kein klassisches Highlight, aber für uns der unerlässliche Startpunkt. Man läuft durch die Räume, sieht die originalen Werkzeuge, liest die Briefe der Gefangenen und schaut in ihre Gesichter. Es ist dieser persönliche Einblick, der die reinen Zahlen und Fakten mit Leben füllt. Hier die Hintergründe zu erfahren und die Geschichte dieser Bahnstrecke zu verstehen, ist die Grundlage für alles, was noch kommt. Erst nach diesem Besuch schaut man mit ganz anderen Augen auf die Gleise und Brücken. Weiter geht's mit Platz 6. Schon von Weitem sieht man den Tiger Cave Tempel auf dem Hügel thronen. Nachdem man die vielen steilen Stufen erklommen hat, wird man nicht nur mit einer fantastischen Aussicht belohnt. Es ist dieses Gefühl der Ehrfurcht, wenn man vor der riesigen, vergoldeten Buddha-Statue steht. Die Ruhe, die dieser Ort ausstrahlt und die filigranen Details der umliegenden Pagoden, die sich in den Himmel strecken, sind einfach magisch. Ein wirklich beeindruckender Anblick, der die Anstrengung des Aufstiegs sofort vergessen lässt. Unser 5. Highlight bietet eine völlig neue Perspektive und ist ein faszinierender Kontrast. Die moderne Architektur des Skywalks mitten in der üppigen grünen Landschaft. Der erste Schritt auf den durchsichtigen Glasboden kostet vielleicht eine kleine Überwindung, aber das Gefühl danach ist einzigartig. Vom Skywalk aus die weite Aussicht zu genießen, wo die Flüsse sich vereinen, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Man blickt direkt hinunter auf das Wasser, schwebt förmlich über der Landschaft und fühlt sich für einen Moment schwerelos. Auf Platz 4 steht ein weltberühmter Augenblick. Man spürt die Vibrationen noch bevor man den Zug richtig sieht. Das laute Quietschen der Räder auf dem Stahl und das Tuten der Lokomotive. Das ist der Sound, auf den hier alle warten. An der Brücke am Quai zu stehen und genau in dem Moment da zu sein, wenn der Zug langsam über die Schienen rattert, ist einfach ein klassischer Reisemoment. Man kennt es von Bildern, aber es selbst zu erleben ist etwas ganz anderes. Ein kurzer Moment, aber einer mit enormer historischer Symbolkraft. Unser 3. Highlight ist das intensivste Erlebnis. Die Reise dorthin beginnt im sehr gut gestalteten Museum. Hier bekommt man einen Audioguide an die Hand, der einen auf dem Weg begleitet und an den einzelnen Stationen die Geschichten und Schicksale hinter diesem Ort erzählt. Man folgt dem Gedenkweg durch den Dschungel, bevor man dann in dieser schmalen, tiefen Schlucht steht. Im Hellfire Pass durch den von Menschenhand geschlagenen Fels zu gehen, ist ein tief bewegender Moment. Es ist diese besondere, fast greifbare Stille der Geschichte, die man hier spürt und die einen lange nicht mehr loslässt. Es ist kaum vorstellbar, dass all dies mit einfachsten Werkzeugen erschaffen wurde. Ein Ort, der zum Nachdenken zwingt und Demut lehrt. Fast an der Spitze, auf Platz 2, liegt für uns ein echtes Naturparadies. Die Wanderung entlang der 7 Stufen der Erawan-Fälle ist einfach magisch. Denn jede Ebene hat ihren ganz eigenen Charakter und ihre eigene Atmosphäre. Unten sind die Wege noch breit und die Stimmung ist entspannt.
Hier leuchtet das klare Wasser in den unglaublichsten Türkistönen und bildet natürliche Pools, die zu einer Erfrischung einladen. In diesem kristallklaren Wasser zu baden, während kleine Fische neugierig an den Füßen knabbern, ist ein unvergessliches Gefühl. Je höher man aber steigt, desto abenteuerlicher wird der Pfad. Man klettert über Felsen und Wurzeln, dringt tiefer in den Dschungel ein und wird vom stetigen Rauschen des Wassers begleitet. Für uns ist es genau diese Kombination aus Anstrengung und Belohnung, die die Magie dieses Ortes ausmacht. Und nun zu unserer absoluten Nummer 1, der unvergesslichen Fahrt mit der Death Railway über die Crasset-Passage. Der Zug wird ganz langsam, fast andächtig. Man hört das Holz des Viadukts unter dem Gewicht der Waggons knarzen. Auf der einen Seite die raue Felswand, auf der anderen öffnet sich der Blick auf eine spektakuläre Landschaft, während sich tief unter einem der Quai-Fluss durch das Tal schlängelt. Wenn man aus dem Fenster direkt auf die fragile Holzkonstruktion blickt, überkommt einen ein leicht mulmiges Gefühl. Es ist eine Fahrt, bei der man den Atem anhält. Eine Mischung aus Respekt vor der Ingenieurskunst und dem Wissen um ihre tragische Entstehung. Ein Moment purer Faszination und das absolute Highlight unserer Reise. Das waren sie, unsere 7 persönlichen Highlights. Kanchanaburi ist eine Region, die uns gezeigt hat, wie nah Schönheit und Tragik beieinander liegen können. Wenn du mehr über diese Orte erfahren willst, findest du die Links zu unseren ausführlichen Videos im Abspann und in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.